ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Das ist meine Interpretation des Jokers und ihr seht jetzt in dem Tutorial, wie ich mich in den Joker verwandle. Viel Spaß dabei. Das brauche ich alles für die BH Cosmetic Farbpalette, also Lidschattenpalette mit 120 Farben. Und hier nehme ich aus der ersten Palette diesen Grünton und den Blauton, die ich dann zusammen vermische, was dann sehr gut für die Farbe an den Augen passt. Habe ich mir Pinsel schon hergerichtet, eine weiße Clownsfarbe fürs Gesicht. Da habe ich mich wirklich für die klebrige Variante entschieden, weil es soll ja so ein bisschen so ein Dirty Look am Ende sein und sich auch vermischen. Das sind Haarkreiden. Hier nehme ich diese grüne, die dunkelgrüne sozusagen aus dieser Palette. Die ist vom DM, verlinke ich euch. Und Blut, Kunstblutgel, dass es nicht so verläuft, dass es an Ort und Stelle bleibt. Wasser dann für die Haarkreide und auch für den Lidschatten habe ich mir hergerichtet und einen Kamm für die Haare. Außerdem Handschuhe, dass mir die Hände nicht so dreckig werden mit der Kreide und noch ein paar Tücher, falls ich rumsaue. Und das war es eigentlich schon. Viel braucht man wirklich nicht. Meine Verwandlung in den Joker geht los. Dafür nehme ich zuallererst mal die weiße Clowns-Schminke und verteile die mit einem Pinsel großzügig auf dem ganzen Gesicht. Das ist irgendwie echt richtig geil, ich mag das, weil du musst nicht drauf aufpassen, schön zu arbeiten, du musst auch nicht drauf aufpassen, sehr ebenmäßig zu arbeiten. Das ist echt mal ganz was anderes und macht riesig Spaß, einfach voll drüber. Und Joker zeigt es uns ja in dem neuen Film auch, wie er sich als Clown herrichtet, und das macht er mit so einem Fächerpinsel. Da habe ich allerdings nur den und der ist irgendwie zu weich. Das ist so ein Highlighter-Pinsel, deswegen probiere ich es jetzt gar nicht erst. Ist auch völlig egal, mit so einem Make-up-Pinsel geht es auch richtig gut. Kleidung habe ich jetzt tatsächlich ein blaues Jackett gewählt. Ich denke, es ist auch völlig in Ordnung. Er hat im Film zwar ein rotes an, und eine orangene Bluse drunter. Aber ich habe mich jetzt für die grüne Bluse entschieden und das blaue Jackett, weil ich mir jetzt nicht extra etwas kaufen will dafür. Und in dem alten Film mit Heath Ledger, da hatte er tatsächlich auch einen lilanen Blazer an. Von dem her ist das wohl ein bisschen frei für die Interpretation. Was ich natürlich schon wichtig finde, dass es irgendeine Art von Jackett ist. Oder Blazer halt. Und eine Krawatte. Das hat er nämlich auch immer an. Wow, irgendwie in der Kamera sieht es viel, viel weißer aus, als es in echt aussieht. Das ist echt verrückt. Ich glaube, das ist das Licht, das hier so drauf strahlt. Ich verblende so, das nur so ein bisschen nach unten, dass es nicht so eine harte Kante ist. Ansonsten ist es echt wirklich nicht schwer, das auch zu tragen. Im Film hat er das auch komplett unordentlich drauf. Im Film hat er sogar diese Kante hier, wobei er das dann mit der grünen Farbe so ein bisschen kaschiert. Augenbrauen müssen halt irgendwie abgedeckt sein, weil wir uns gleich auch neue zeichnen. Und was ich jetzt noch mache, ich gehe mir über die Wimpern so ein bisschen, weil der hat sehr, sehr helle Wimpern. Ach, mache ich es gleich so. Wir werden an den Augen eh noch mit Grün arbeiten und Blau. Deswegen ist es egal, wenn es jetzt hier ein bisschen dicker wird. Also diese Clownschminke verwende ich sonst äußerst ungern, weil sie halt in dieser cremigen, schmierigen Konsistenz bleibt. Die trocknet nicht an und die wird dann auch nicht fest oder pudrig. Da gibt es andere, die sind besser, die so wirklich auf Wasserbasis sind. Also die man mit Wasser anrührt, wie Wasserfarben. Aber für den Zweck jetzt hier ist es richtig cool, weil man kann die anderen Farben so richtig schön einarbeiten. Und dann nehme ich jetzt zuerst mal von dem Grün und dem Blau, das ich dir vorhin schon gezeigt habe. Dieses Grün und das Blaue hier. Gehe dann auch in das Wasser mit dem Pinsel. Denn das macht jetzt die Farbe so richtig schön, auch wie eine Wasserfarbe. Es ist zwar eigentlich nur ein Lidschatten, aber das ist überhaupt gar kein Stress. Und dann kann ich mir richtig schön wie Wasserfarbe hier auf das Auge malen. Und da brauche ich so Dreiecke, die zeichne ich mir erstmal vor, oben und unten.
man es dann wirklich noch ein bisschen deckender haben will, dann einfach nochmal in den Lidschatten, nochmal drüber, weil durch diese weiße Clownschminke verschmiert sich das halt ein bisschen und wird dann ein bisschen heller immer. Ich finde das schon immer so gruselig, was diese weiße Farbe überhaupt mit den Augen macht. Seht ihr das, wie gelb die auf einmal aussehen, die Zähne? Oh. Außerdem sehen meine Augen jetzt schon krank aus, irgendwie so, als wenn sie gelblich-rot unterlaufen. Das Grün versteckt das Ganze noch so geil. Also, sieht das nicht jetzt schon ein bisschen gruselig aus? Diese Palette von BH Cosmetics, die nutze ich voll gerne für sowas. Eigentlich total selten im Alltag, um mich normal zu schminken, ehrlich gesagt. Aber gerade für so, wo man viele Farben braucht, Fasching, Halloween oder mal was Ausgeflipptes, da ist es richtig gut. Weil alle Farben drin sind. Ich habe noch nie was vermisst. So, und jetzt gefällt mir das nicht, weil ich finde, ich muss ein bisschen spitzer auslaufen. Aber durch die Clownschminke kein Stress. Ich kann das ein bisschen korrigieren nochmal. Jetzt brauche ich eine dunkelrote Farbe, das habe ich vergessen vorhin euch zu zeigen, für die Augenbrauen. Die Lippen mache ich ein bisschen anders. Wobei ich sie wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen vorzeichnen werde auch. Ich nehme einen weiteren Pinsel, der auch vorne so abgerundet ist und gehe in die dunkelrote Farbe hier rein, vermischt mit ein bisschen Orange. Das ist nicht so ganz, also es soll nicht so bärig rot aussehen, sondern es soll eher so ein bisschen dreckig rot aussehen. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Braun dazu. Wieder ins Wasser. Und dann hat er hier so kleine, dicke Augenbrauen. Also setze ich an, drücke und ziehe nach hinten dünner raus. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Hier vorne noch ein bisschen dicker. Ich möchte noch ein bisschen mehr ins Braun gehen, dass es dreckiger aussieht. Also gehe ich nochmal mit Braun ein bisschen drüber. Jetzt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Farbton ist gut getroffen. Es sieht aus, also es sieht wirklich aus wie getrocknetes Blut. Das ist schon mal ganz geil. Und das mache ich jetzt über die Lippen in diesen Mund rein. So lasse ich erstmal die Lippen geschlossen und ziehe einfach einmal rüber, dass ich die Linie gut treffe. Und was er dann macht, ist komplett hier oben über die Lippen drüber, aber ohne den Lippenschwung mitzunehmen, sondern einmal nur gerade rüber. Also das ist jetzt hier natürlich immer ein bisschen ungewohnt, so über die Lippen drüber zu zeichnen. Wird man auch, also man sieht es jetzt ein bisschen tatsächlich, wo die Lippe aufhört und so wird man nachher nicht mehr sehen. Hier noch mit Blut nacharbeiten. Und unten raus muss ich auch größer werden noch, also ich muss unten über die Lippe drüber ziehen. Ihr seht, wie schön sich diese Farben von der Palette hier wirklich verhalten. Also man kann die wie Faschingsfarben anwenden, um die Spitze hier gut rauszuarbeiten, nämlich einen abgeschrägten Pinsel. Also es ist jetzt bei mir einfach die andere Seite. Vielleicht habt ihr auch so einen Doppelpinsel. Und macht die Ecken ein bisschen spitz. So, ich möchte mir jetzt noch das Grün ein bisschen verdunkeln, weil mir das doch ein bisschen hell erscheint. Dazu wähle ich ein ganz dunkles Blau. Ja, besser. Das arbeite ich da einfach so grob mit rein. Das soll auch, ehrlich gesagt, soll auch gar nicht alles so ordentlich aussehen, weil er sich ja im Film auch tatsächlich selber schminkt. Und sich dabei auch nicht so arg viel Mühe gibt. Also es soll verbraucht aussehen, es soll verschmiert aussehen.
eine Sache noch, die im Gesicht noch fehlt, ist natürlich die rote Nase. Und da müsst ihr, also meine Nase ist ein bisschen schmaler natürlich als seine. Ich werde sie versuchen zu verbreitern, indem ich die Nasenflügel so nachzeichne. Dann nehme ich das in selben Rotton. Dann hier tatsächlich auf der Nase in so einem Bogen nach hinten und an den Flügeln wieder so nach außen. Und das Ganze male ich jetzt einfach nur noch aus. Und so kann ich sie optisch gut verbreitern, wenn ich quasi unten noch hier ein Stückchen über die Nasenkante hinaus male. Also sie würde eigentlich hier schon aufhören. Ich setze aber wirklich hier rein und drücke noch ein bisschen runter. Also da könnt ihr sehen, dass ich über meine Nase noch hinausgehe. Ja, das Clownsgesicht steht und sieht schon ziemlich fürchterlich aus. Das Blut machen wir gleich ganz zum Schluss. Das, ja, einfach als Highlight. Und wir machen jetzt zuerst die Haare. Als Tipp, wascht euch vorher nicht ganz frisch die Haare, denn er hat auch ziemlich fertige, schmierige Haare oder so. Deswegen habe ich sie jetzt nicht frisch gewaschen. Und er hat so ungefähr, ja, schulterlange Haare, nicht ganz, also fast bis zur Schulter. Und meine sind ja länger. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen tricksen. Ich habe keine Lust, eine Perücke anzuziehen. Ich finde es immer viel schöner, wenn es möglich ist, dass man es ohne Perücke löst. Und ohne Maske und so. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so und zupfe hier so ein paar Haare raus. Sie macht zumindest den Anschein, als ob sie hier vorne kürzer sind. Hinten habe ich jetzt den Pferdeschwanz. Den kann man dann auch hinten dann quasi so ein bisschen reinknuddeln und dann einfach oder so mit der Klammer dann befestigen, dass es echter aussieht von hinten. So, und dann müssen wir uns die Haare vorbereiten für die Farbe. Ich mache sie nass. Und auch den Ansatz nicht vergessen. Das ist jetzt wichtig, vor allen Dingen am Ansatz, dass die Farbe hier gut angeht. Ich benutze Haarkreide, weil die einfacher ist zum Anwenden, unkomplizierter auch irgendwie. Als Spray und Haarkreide hält nicht so lange, also die kann ich dann einfach wieder rauswaschen. Ich ziehe mir dazu die Handschuhe an, nicht, dass ich jetzt gleich komplett grüne Hände habe. Das hier ist sie. Die dunkelgrüne Kreide aus dieser Palette verlinke ich euch auch und dann einfach drüber streichen. Je öfter man drüber geht, desto stärker wird es. Und am Ansatz habe ich ja gesagt, ist es wichtig, diese kleinen Härchen. Wenn die Haare feucht sind, geht es besser an. Sollten sie zwischenzeitlich getrocknet sein, dann gebt ihr noch mal ein bisschen Wasser drauf. Im Film hat er ja irgendeine flüssige Farbe, aber das ist mir zu riskant. Ich will die Haare ja nicht tönen, ich will sie jetzt nur für Halloween herrichten. Und dann nicht ewig mit grünen Haaren rumlaufen. Eine letzte Sache, die noch fehlt, ist das Blut. Hier habe ich ein Blutgel, das sehr dickflüssig ist und dadurch sehr gut an Ort und Stelle bleibt. Das habe ich von einem Halloween-Shop. Ich muss mal schauen, ob es das noch online gibt. Falls ja, also ich suche es euch auf jeden Fall raus. Ich verlinke es euch oder ein ähnliches, wenn es dieses eine jetzt nicht mehr gibt. Und ich gehe mit dem Pinsel da rein. Da seht ihr schon, wie zähflüssig das ist. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, aber ganz am Ende hat diesen Autounfall und auf jeden Fall zieht er sich dann mit dem Daumen hier das Blut raus und dann sieht das so richtig krass aus. Und das versuche ich jetzt mal nachzuahmen und gebe mir das Blut hier drauf. Ich kann jetzt gleich nicht mehr sprechen und ziehe es mir dann raus.
das sieht doch jetzt schon richtig schaurig aus, oder? Hier hängt überall das Blutgel drin. Und ich versichere euch, ich habe es jetzt schon im Mund, versichere euch, es bleibt an Ort und Stelle am ganzen Abend. Es ist richtig dick, glänzt schön, sieht schön frisch aus. Und ich finde, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr was von Halloween. Das ist ja mein Joker.